Hallo und moin moin, Dirk von Pixelfehler Hamburg hier. Heute zeige ich euch die Reparatur von einem Golf 6. Der Lichtwarnsummer ist defekt und den tauschen wir jetzt aus. Der Lichtwarnsummer ist ein kleiner Lautsprecher. Sieht so aus. Ich habe immer zwei Varianten, zeige ich euch gleich den Unterschied. Dadurch kommt darüber das Blinker-Klackern, das Blinkergeräusch wird dadurch produziert oder halt der Lichtwarnsummer, wenn man vergessen hat, das Licht auszuschalten und die Tür aufmacht. Das kommt alles hier raus. Es gibt zwei Varianten. Beim Golf 6 gibt es nur die mit diesen Press- oder Druckkontakten und beim Vorgänger, beim Golf 5, gab es die mit Lötkontakten. Die sind hier. Den brauchen wir jetzt nicht, aber wenn ihr mal den Tacho voll aufschraubt und dann da mal reinschaut, dann seht ihr das schon und dann könnt ihr das Richtige bestellen. So, der kommt weg. Den nehmen wir jetzt und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Tacho umdrehen, hier haben wir einen Torx 8. Hier ist ein Aufkleber, den müsst ihr mal aufschneiden. Habe ich vorhin schon mal gemacht. So, haben wir nur hier diesen Clip. Kurz aufhebeln, dann geht der Deckel schon ab. Und hier sehen wir schon den Lautsprecher. Der hier ist in klar, Kunststoff, unsere Produktion, die Distotron-Lautsprecher sind in schwarz. Funktion ist genau die gleiche und schwarz ist doch auch cool. So, das ist relativ simpel. Das ist nur gesteckt. Hier muss man einfach noch ein bisschen drunter hebeln. Da auch. So, und jetzt haben wir noch einen hier. So, das war schon der Ausbau. Hier sieht man nochmal, wie die beiden aussehen. Absolut identisch. Hier die Federkontakte, Druckkontakte. Die müssen hier auf diese Pads. Kann man noch, wenn man möchte, einmal ein bisschen reinigen mit dem Wattestäbchen. Und dann nimmt man den neuen Lautsprecher. Die Nasen fassen hier in diese Löcher rein. Einfach hier draufsetzen. Dann sieht man, dass die Kontakte da drüber sind. Den ein bisschen aufbiegen. Zack. So, jetzt kann man hier noch mal ganz genau sehen, wie die Federkontakte auf die Kontaktpads draufdrücken. So, das war's schon. Ganz simpel. Einsetzen. Den Deckel wieder drauf. Die 4 Schrauben hinein. So, Lautsprecher getauscht. So, den Lautsprecher könnt ihr bei uns im Online-Shop kaufen, wie immer, pixelfehler-hh.de. Die Artikelnummer ist 11098 und er passt in viele neuere Modelle von VW, in den Polo, in den Tiguan, in den Golf wie hier. Einfach mal schauen, wenn ihr keinen Ton mehr habt, kein Blinker klackern etc. Aufschrauben, reinschauen, welche Variante ihr habt. Entweder die Kontakte zum Pressen oder die Druckkontakte oder die Lötkontakte. Gut, dann würde ich mich über ein Like freuen, abonniert unseren Kanal und bis dahin, danke, ciao.